is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diese Woche aus Okzitanien. Ganz genau sind wir in Narbonne, in einer kleinen Stadt mit so ungefähr 60.000 Einwohnern. Wunderschön nach allem, was wir schon gesehen haben. Wir sind gestern Abend hier angekommen nach einer ganz schön langen Zugfahrt und versuchen jetzt hier uns erstmal so ein bisschen zu erholen von dem ganzen Stress und Schock der letzten Woche, als unser Bus ja einen Motorschaden hatte und jetzt wieder zurück nach Deutschland geschickt werden muss. Wir sind also in den Zug gestiegen und hierher gefahren, haben jetzt hier eine kleine, ganz süße Wohnung uns gemietet für eine Woche und ja, gucken uns mal die Stadt an, schauen, wie es hier so am Meer ist. Also es ist eine halbe Stunde ungefähr bis zum Strand so wirklich und versuchen, glaube ich, jetzt erstmal wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Und eine gute Freundin hat mir heute Morgen am Telefon gesagt, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. Und ich glaube, ganz genau so ist es. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind. Narbonne hat über den Canal de la Robine Zugang zum Mittelmeer. In römischer Zeit war die Stadt über den Fluss Ob ein geschäftiger Hafen. Schon damals ist die Flussmündung aber mehr und mehr verlandet. Über den Canal de la Robine ist Narbonne auch mit dem Canal du Midi verbunden, der bis nach Toulouse führt und von dort über die Garonne letztlich sogar in den Atlantik. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. Die Markthalle von Narbonne wurde 2022 zur schönsten Frankreichs gewählt. Und tatsächlich ist nicht nur das Bauwerk sehenswert. Am Samstagmorgen, als ich da war, herrschte eine ganz geschäftige Stimmung und offensichtlich erledigen viele Einwohner hier ihren Wochenendeinkauf. Die Preise sind realistisch und es macht einfach Spaß, bei der großen Auswahl etwas Neues zu probieren. Sweep away, there'll be another day tomorrow. Also die Markthallen haben es mir echt angetan. Und da gibt es diesen orientalischen Stand und da haben wir jetzt herzhafte Sachen zum Mittagessen und Süßes für hinterher. Also sie war so nett und hat jetzt hier nochmal drauf geschrieben, wie lange man das warm machen soll. Und es gibt jetzt so eine orientalische Pastete mit Hühnchen für dich. Und es gibt eine mit Gemüse für mich. Ich fand, dass die einfach großartig aussehen. Ja. So, warte. Ganz gefüllt mit so orientalischen Gewürzen und so einem Blätterteig und das muss jetzt irgendwie gleich nochmal im Backofen. Voila. Müssen wir gleich noch rauskriegen, was davon was ist. Hier ist jetzt so die zweite drin.
Und ich dachte, du so quasi als angehende Fachfrau musst ja mal so Sachen probieren. Deswegen haben wir jetzt diese ganzen wilden Sachen. Mhm. Und ich bin super glücklich. Das ist aber schön. Narbonne war die erste römische Kolonie außerhalb Italiens und wurde um 118 vor Christus im damaligen Gallien errichtet. Durch Narbonne führte die Via Domitia, die erste Römerstraße in Gallien. Überreste dieser antiken Straße wurden vor dem Rathaus freigelegt und einst verband sie Italien mit den spanischen Kolonien. Ab 462 kam Narbonne in den Einflussbereich der Westgoten und wurde für kurze Zeit sogar Hauptstadt des gesamten Westgotenreichs. In den Jahren von 1272 bis 1332 entstand dann die gotische Kathedrale Saint-Just, die mit einer Chorscheitelhöhe von 41 Metern eine der höchsten Frankreichs ist und weithin sichtbar. Wir sind heute im Traum jeder Mittelalterhistorikerin in der Burg von Carcassonne, die größte noch intakte mittelalterliche Burganlage in Europa. Das Spiel ist danach benannt, das kennen vielleicht ein paar von euch. Lotti hat jetzt schon Angst, weil sie sich ungefähr vorstellen kann, wie lange ich da bleiben will. Und ja, wir gucken uns jetzt mal die ganze Burganlage an. Die doppelte Mauer ringsrum ist 3 Kilometer lang, das heißt, da gibt es auf alle Fälle eine Menge zu sehen. An der Stelle der heutigen Cité von Carcassonne, so nennt man die Burg, gründeten die Römer im 1. Jahrhundert vor Christus eine erste Befestigungsanlage. Und es gibt tatsächlich in der inneren Mauer immer noch Türme aus der Zeit. Ihre Blütezeit hatte Carcassonne dann natürlich im Mittelalter, vor allem aus dem 11. und 12. Jahrhundert ließe sich noch sehr viel erzählen. Im 19. Jahrhundert wurde die bis dahin schon stark verfallene Cité von Carcassonne restauriert und 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Auf den 14 Hektar, auf denen im Mittelalter 3000 bis 4000 Menschen wohnten, leben heute noch etwa 200. Aber immerhin ist die Burg damit nach wie vor bewohnt. Alle anderen arbeiten für den Tourismus und leben außerhalb. Tatsächlich ist die ganze Anlage ein ausgedehntes, touristisch genutztes Freilichtmuseum mit unzähligen Cafés und Bistros. Das macht es aber nicht weniger eindrucksvoll. Denn schon die 52 Türme, die über die massive Festungsmauer verteilt sind,
lassen die ganze Burg wie aus einem Film erscheinen. Es wundert daher auch nicht, dass sich angeblich sogar Walt Disney von den Festungstürmen für seine Zeichentrickfilme Schneewittchen und Dornröschen inspirieren ließ. Und Carcassonne diente als Kulisse für den Film Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner und Morgan Freeman. So, ich glaube, wir essen jetzt die, 5. Sache, seit wir hier sind? Vielleicht auch die 6. Es gibt jetzt Nutella-Crepe. Irgendwie essen wir hier gerade mehr, als wir laufen. Aber es ist so nett. Und es gibt irgendwie auch an jeder... Warte, was hatten wir denn schon? Wir hatten schon Slushy, dann Ja. so ein Roseneis, also ein Eis, was aussieht wie eine Rose. Genau, von Amorino. Dann hatten wir noch so ein Pizza-Bucket Stimmt. und ein Crepe. Und Crepe. Und wir hatten noch diese Dinger, Stimmt, und dieses voll eklige Soft-Nougat. Zeugs. Genau. Soft-Nougat. War nicht so. Ja, wir müssen jetzt hier ganz dringend nochmal 5 Runden irgendwie um die Festungsmauer rumlaufen. Was hältst du von denen? 8 von 10. Okay. Oh, ich finde aber schön, dass die so farbenfroh sind. Das ist nicht so. Und wir gehen nochmal zu der, die ich so schön finde, die du ausgesucht hast. Was meinst du, diese? Mhm. Filmst du sie? Ja, ja. Doch, sie ist schon ein Favorit. Wir waren jetzt 4 Tage hier in Narbonne und es hat uns total gut getan. Also natürlich hilft es sehr, dass hier 20 Grad sind, auch nachts. Das heißt, man kann abends einfach auch mal ohne Jacke rausgehen. Und die Stadt ist total klein und süß und noch nicht so super touristisch. Also die Preise sind auch noch richtig nett. Die Wohnung, in der wir jetzt hier waren, mit Balkon immerhin und mitten in der Altstadt, hat so ungefähr 50 € gekostet die Nacht. Das finde ich total fair. Und ansonsten, ja, es ist auch nicht so, dass man hier ständig auf irgendwelche Tourigruppen trifft. Wir fahren gleich weiter nach Perpignan und sind da dann die nächsten Tage und haben uns jetzt so vorgenommen, dass wir einfach noch weiter hier die Gegend erkunden und auch nochmal wirklich ans Wasser fahren. Wir waren hier auch am Mittelmeer, aber an so einem ganz dieseligen Tag. Es war nicht so richtig schön, das machen wir also nochmal. Stand mit dem Bus ist jetzt so, dass der ADAC mir zugesichert hat, dass der Sammeltransport beauftragt ist. Damit sind die jetzt irgendwie auch raus und unsere Werkstatt kriegt dann Bescheid, wann er ankommt. Und wir haben jetzt auch unseren Rückflug gebucht für Anfang November. Also, das läuft. Wir können da jetzt gerade sonst nichts weiter machen. Und ich bin aber total dankbar für die ganzen Kommentare zum letzten Video, die echt super, super hilfreich waren. Okay, von wegen letztes Video. Im letzten Video vor lauter Stress habe ich vergessen, die Senfauslosung noch fertig zu machen. Deswegen machen wir das jetzt. Hier in dieser Schüssel sind die Namen von allen, die mitgemacht haben. Und völlig unprätentiös ziehe ich jetzt einfach irgendeinen und gucke da auch nicht hin. Und Lotti filmt und wir schneiden das jetzt auch nicht. Und irgendjemand ist es dann und der kriegt dann den Senf, aber wahrscheinlich dann wieder aus Deutschland geschickt. Okay, wir haben einen Namen. Und das ist... Ich kann das nicht... Warte mal. Hier. Okay, ich halte das jetzt mal so ran. User MX irgendwas. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Und nehme dann mal Kontakt auf. Okay.
Euch allen eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.